In diesem Video zeige ich dir, wie du mit ganz preiswerten Materialien diese exotische Struktur zaubern kannst. Lass dich überraschen! Als Untergrund für dieses Bild habe ich ein Reststück Hartfaser aus dem Baumarkt ausgesucht. Diese Stücke sind viel preiswerter als Leinwände und lassen sich sehr gut spachteln. Da diese Platte allerdings sehr dünn ist, sie sich eventuell etwas verziehen könnte, streiche ich zuerst die Rückseite mit normalem Gesso ein. Du kannst ein Fertigprodukt nehmen, aber da die Strukturmasse für dieses Bild hauptsächlich aus Gesso besteht, kannst du dir das Gesso als Grundierung auch selbst herstellen. Das Rezept dazu findest du in dem kostenlosen Begleitheft. Je nach Stärke des Materialauftrags ist diese Schicht nach 1 bis 2 Stunden trocken. Wenn die Rückseite trocken ist, kann es mit der Spachtelmasse auf der Vorderseite weitergehen. Ich habe die Masse schon angerührt. Auch diese Zusammensetzung findest du im Begleitheft. Ganz wichtig, wenn das Gesso als Spachtelmasse genutzt werden soll, es darf nicht zu dünn angerührt werden. Ich habe hier beim Anrühren sogar bewusst die Klumpen von der Champagnerkreide in der Masse gelassen. Das gibt eine wunderbar rustikale Struktur. Und auch beim Auftragen der Masse verzichte ich jetzt darauf, die Klümpchen auszustreichen. Die kannst du hier bewusst drin lassen. Für noch mehr Struktur gebe ich jetzt Sägespäne bzw. Kleintierstreu auf den Untergrund. Wenn du das mit dem Gesso leicht überspachtelst, sorgen die klebenden Substanzen im Gesso dafür, dass dieses Material auch dauerhaft eingebettet wird. Achte aber darauf, dass das Material gut von Gesso bedeckt ist, ohne dass es im Gesso untergeht. Das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber das kriegst du gut hin. Und auf die gleiche Art und Weise bette ich dann Holzwolle in das Gesso ein. Meine Holzwolle stammt aus einer Verpackung. Du kannst vielleicht auch bei einem Tischler nachfragen.
Diese Spachtelmasse ist sehr feucht und braucht 2 bis 3 Tage, bis sie komplett durchgetrocknet ist. Dann sieht dein Bild so aus. Meine erste Farbschicht besteht aus viel Weiß, etwas Beige, dann kommt Kobaltblau, Krapplack und Schwarz. Zunächst grundiere ich die gesamte Fläche nur mit Weiß und Beige. Dazu kannst du etwas Wasser hinzunehmen, aber bitte nicht die Farbe zu sehr verdünnen. Sie sollte relativ kompakt aufgetragen werden, dass der Untergrund auch bedeckt wird. Diese Grundierung muss feucht bleiben und dann setze ich nach und nach die anderen Farben ein. Achte darauf, dass dein Werk zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu dunkel wird. Das kannst du in den nächsten Schichten viel, viel besser steuern. Diese Farbschicht muss dann auch gut durchtrocknen. Das kann 1 bis 2 Tage dauern, je nachdem wie dick du die Farbe aufgetragen hast. Dann sollte dein Werk ungefähr so aussehen. Und dann geht es mit den gleichen Farben weiter, also mit Krapplack, Kobaltblau und Schwarz. Dieses Mal werden die Farben aber flüssig eingesetzt. Das heißt, sie werden jetzt mit Wasser verdünnt. Dann sprühst du einmal alles ein, dass du also eine feuchte Oberfläche hast, sodass sich dann auch die flüssige Farbe gut verteilen kann auf dieser Oberfläche. Und dann kannst du starten. Bei mir geht es tatsächlich mit dem intensiven Rotton los. Ich trage ihn einfach dort auf, wo ich vorher auch schon mit dem Rot gearbeitet habe.
Und so werden jetzt auch gleich die anderen Farben ergänzt. Nach einem Tag ist alles gut durchgetrocknet, die Farbigkeit ist da, aber die Holzwolle ist nicht mehr so gut zu sehen, wie es eigentlich sein könnte. Und um diese Struktur wieder sichtbar zu machen, stelle ich mir jetzt eine Wachspaste her. In der Mitte siehst du das neutrale Wachs und dazu nehme ich jetzt blaues und schwarzes Pigment. Ich rühre erstmal beide Farben ein bisschen getrennt an, das heißt, ich starte zunächst mit dem Blau und verknete das mit der Wachspaste zu einer Creme, die ähnlich ist wie Schuhcreme. Und dann füge ich ganz langsam das Schwarz hinzu, um also so den Farbton herzustellen, der mir vorschwebt. Diese Paste wird dann mit einem Baumwolllappen aufgetragen. Wickel ihn ein bisschen um den Finger, drücke ihn in der Paste ab, sodass der Baumwolllappen diese Paste enthält, und dann streichst du ganz langsam über die erhabenen Stellen und dadurch kommt natürlich jetzt die Struktur von der Holzwolle nach und nach raus. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke.
Diese Wachspaste muss ein paar Tage trocknen. Du kannst das selbst gut feststellen, indem du einfach mit dem Finger über diese Stellen streichst. Wenn der Finger sich nicht mehr färbt, dann kannst du mit dem nächsten Schritt, mit dem Lackieren beginnen. Für dieses Bild habe ich einen glänzenden Lack gewählt, der bringt einfach die Farben nochmal sehr, sehr gut heraus und ich verdünne das Ganze mit ein bisschen Wasser, das macht die Sache ergiebiger. Und jetzt ist es im nächsten Schritt sehr wichtig, dass du erstmal den Lack überall hinbringst. Das kann auch durchaus sehr viel Lack sein, sodass er erstmal in die Ritzen dringt. Diesen Überschuss nehmen wir dann später wieder weg. Wenn du auf diese Art und Weise dein Bild dann einmal einlackiert hast, dann nimmst du dir einen Borstenpinsel und gehst in diese Vertiefungen und nimmst diesen Überschuss raus.